Wir leben heute in einem Chaos der geraden Linien, in einem Dschungel der geraden Linien. Wer dies nicht glaubt, der gebe sich einmal die Mühe und zähle die geraden Linien, die ihn umgeben. Und er wird begreifen, denn er wird niemals ans Ende gelangen. Dies ist die Kunsttheorie des Transautomatismus, die Hundertwasser im Jahre 1954 entwickelt hat. Wir sind hier aber nicht in einer langweiligen Kunststunde. Nein, dies ist mein Beitrag zu den NYX Face Awards 2017. Ich dachte, ich mache heute mal etwas ganz anderes und verwandle mich in ein Gemälde von Hundertwasser. Ja, Hundertwasser, den kennt ihr vielleicht vom Hundertwasserbahnhof oder vom Hundertwasserhaus. Viele Bauwerke hat er gemacht, aber er hat eben nicht nur Bauwerke gemacht. Ich habe mir einfach mal seine Gemälde zum Vorbild genommen und mich in eines seiner Gemälde verwandelt. Bevor wir aber mit dem Schminken beginnen, zeige ich euch erstmal, wie ich das Hintergrundbild gemalt habe. Ich habe mich dabei an eine Vorlage eines Gemäldes von Hundertwasser gerichtet. Hundertwassers vollständiger Name ist Friedensreich, Regentag, Dunkelbunt, Hundertwasser. Friedensreich Hundertwasser heißt gebürtig eigentlich gar nicht Friedensreich Hundertwasser. Sein bürgerlicher Name ist Friedrich Stowasser. Er wurde am 15. Dezember 1928 in Wien geboren. Leider verstarb er am 19. Februar 2000. Der Name Hundertwasser kommt aber nicht von ungefähr. Friedrich Stowasser wählte seinen Namen mit Bedacht, denn Stow ist das slawische Wort für 100. Hundertwasser war immer gegen den Weg der geraden Linie. Ob nun die geraden Linien in der Kunst oder eben auch die geraden Linien im Sinnbildlichen. Er setzte sich neben seiner Kunst und seiner Architektur setzte er sich auch für Umweltschutz ein. Es gibt nicht nur zahlreiche Bauten von Hundertwasser in Österreich und Deutschland. Auch in der Schweiz und auf Neuseeland findet man Bauten von ihm. Nicht nur bei Bauten, sondern eben auch bei Gemälden ist der Stil von Hundertwasser unverwechselbar. Beginnen wir mit einem Primer. Ihr könnt auch eine gute alte Nivea-Creme benutzen. Hauptsache ihr schützt euer Gesicht, denn Wasser- oder Fettschminke kann euer Gesicht sehr angreifen. Nun nehme ich ein Jumbo Eye Pencil von NYX in Milk. Und natürlich klebe ich noch vorher meine Augenbrauen ab, damit die Farbe darauf gut hält und ich meine Augenbrauen gut überdecken kann. Ich grundiere mein Gesicht komplett mit dem NYX Milk Pencil. Das bringt nicht nur Lidschatten, sondern auch Wasserschminke zum Strahlen. Außerdem kann man so super seine Augenbrauen abdecken. Ich habe bislang auch keine bessere Methode gefunden, um das Gesicht wirklich schön weiß zu kriegen. Leider habe ich in Sachen Theaterschminke und auch in Sachen andere Foundations in Weiß bislang keine gute Erfahrung gemacht. Da ist mein Liebling tatsächlich der NYX Jumbo Eye Pencil. Den Jumbo Eye Pencil könnt ihr einfach mit einem Make-up-Schwamm oder in meinem Fall mit einem Bürstenpinsel einfach verblenden. Nun kommt Farbe ins Spiel. Wir beginnen mit einem Gelb. Ihr könnt sowohl Fettschminke als auch Wasserschminke benutzen. Ich habe mich für Wasserschminke entschieden, weil ich es besser vertrage. Schreckt auch nicht davor, das einfach im Haar zu verteilen. Je nachdem, wie man die Wasserschminke anmischt, wird sie mal stärker oder mal weniger deckend. Man kann sehr gut damit spielen, falls ihr schon mal mit Wasserfarben gemalt habt. Mit Wasserschminke schminken macht ähnlich Spaß. Meine Haare sind blau wie der Himmel. Mein Gesicht ist jetzt gelb wie die Felder. Aber wir sind ja hier bei einem Hundertwasser-Make-up. Das heißt, es fehlt noch grün. Mein Dekolleté und mein Hals werden grün. Grün wie das Gras. Und dann beginnen wir auch schon mit den Linien. Nehmt einfach unverfälschte, knallige Farben. Ich habe mich für Blau, Orange, Pink und Rot entschieden und natürlich auch für Grün bzw. verschiedene Grünnuancen, die noch kommen. Da es sich so empfiehlt, nach einem Full-Face-Make-up zu duschen, kann man auch ganz wunderbar mit Fettschminke oder Wasserschminke sich die Haare einfärben. Das ist immer super passend zum Look. Die allerwichtigste Regel beim Schminken lautet ohnehin, habt Spaß dabei und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Wenn ihr mal einen Fehler macht oder etwas nicht so hübsch wird, man kann das einfach abschminken und dann könnt ihr von vorne beginnen. Es ist kein Weltuntergang, wenn ihr Looks ausprobiert und merkt, die stehen euch nicht. Ob ihr nun so etwas macht wie ich und euch Häuser ins Gesicht malt
ob ihr nach einer Vorlage arbeitet oder einfach frei Schnauze drauf losmacht. Das ist alles vollkommen egal. Beim Make-up ist alles möglich. Es ist auch nicht anders, als würdet ihr ein Bild malen. Nur ist eben die Leinwand euer Gesicht. Für ein 100-Wasser-Make-up ist auf jeden Fall ein Muss, intuitiv mit den Farben zu arbeiten. So wie das eben auch 100-Wasser macht. Setzt einfach eure Farben nach Gefühl. Und wenn ihr denkt, da passt jetzt gut ein Orange hin, dann setzt dort das Orange hin. Wenn da ein Rot doch besser kommt, dann macht vielleicht einen Farbverlauf oder setzt die Farbe einfach drüber. Hundertwasser und die Farben. Ich glaube, das ist euch allen bekannt. Hundertwasser liebt bunte und unverfälschte Farben. Außerdem sind die Formen wichtig. Die Formen müssen stets natürlich sein. Er ist kein Freund von Geradlinigkeit. Die Formen sollen natürlich sein, wie in der Natur eben. Ein immer wiederkehrendes Motiv in seinen Bildern ist daher auch die Spirale. Mich persönlich erinnern seine Bilder und die Linien, die man in diesen Bildern findet, an Jahresringe im Holz. Wenn ihr euch genug mit den Farben ausgetobt habt, empfehle ich euch, einige der Konturen mit Schwarz nachzuziehen. Ich benutze dafür einen ganz normalen Liquid Eyeliner. Natürlich könnt ihr auch schwarze Fettschminke oder eben auch schwarze Aquacolor benutzen. Ich finde es allerdings mit einem Liquid Eyeliner sehr handlich, da ihr ja dort schon einen Pinsel zur Hand habt und man als geübte Eyeliner-Erzieherin natürlich auch gut mit einem Eyeliner-Pinsel umgehen kann. Nun nutze ich nochmal einen anderen Grünton und versuche mit Grün- und Gelbtönen ein wenig Abwechslung auf mein Dekolleté zu bringen. Schön betonen kann man diesen Look auch mit Eyeliner oder Fake Lashes. Ich habe es mit Fake Lashes versucht, allerdings waren die nicht ganz so gut. Die hat mir eine ganz liebe Freundin geschenkt, vielen Dank dafür. Leider sind sie danach im Müll gelandet. Ich empfehle euch Fake Lashes mit flexiblem Bändchen. Am besten sind welche, die halb sind. Das ist besonders gut für Anfänger, die liebe ich bis heute. Und warum nicht noch ein bisschen Glitter dazu? Das bringt ein bisschen Freude und Abwechslung. Glitzer kann man eh nie genug haben. Ich benutze ein Fixiergel, allerdings könnt ihr auch einfach, ganz alter Theatertrick, Vaseline benutzen, um beispielsweise auf dem Lippen- oder auf dem Dekolleté Glitter zu fixieren. Wenn ihr Glitzer auf den Augen benutzt, dann achtet bitte darauf, dass dieser Glitzer auch für die Augen geeignet ist. Und mit dem letzten bisschen Glitter wäre dieser Look dann auch fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dieses etwas mal andere Make-up. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ihr dürft mir auch gerne ein Abo hinterlassen, das ist kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, immer schön ehrlich bleiben, denn Ehrlichkeit obsiegt.